Wie wir jetzt schon öfter gesehen haben, ist die Elektromobilität anscheinend die Möglichkeit der Auferstehung von den Toten. Und so wird es das Kultauto schlechthin jetzt als Elektro geben. Alle Daten und aktuellen Infos zum DeLorean Alpha 5 gibt es jetzt hier auf Project Drive. DeLorean ist offiziell zurück und bereit, zurück in die Zukunft zu fahren, indem man mit dem neuen Alpha 5 auf den Elektrozug aufspringt. Ähnlich wie seine Inspirationsquelle hat auch der Neuzugang die Form eines eleganten Coupés. Wie einst der DMC-12 stammt auch das Design des Alpha 5 aus der Feder von Ital-Design. Als Referenz an den Ur-DeLorean haben die Italiener sich für Flügeltüren sowie für ein Schrägheck mit Lamellenabdeckung der Heckscheibe entschieden. Wie es sich für ein modernes Elektroauto gehört, sitzen in den Radkästen riesige Felgen und sowohl die Scheinwerfer als auch die Rückleuchten sind sehr schmal ausgeführt. Die geschwungene Karosserie beherbergt den Ladeanschluss am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Der Alpha 5 hat eine zweifarbige Lackierung und eine Dachlinie, die an das Auto aus der Trilogie Zurück in die Zukunft erinnert. Doch ansonsten macht der 5 Meter lange Viersitzer einen großen Bogen um Retro-Elemente. Vielmehr zeichnet sich das Modell durch ein elegant wirkendes Gran Turismo-Kleidchen aus, das dank aufwendig inszenierter LED-Leuchten einen futuristischen Eindruck vermittelt. Im Innenraum gibt es sogar Platz für 2 Einzelsitze im Fond. Wie bei den neuesten High-End-Elektroautos entfallen die meisten, wenn nicht sogar alle herkömmlichen Bedienelemente, da alles in den Touchscreen auf der Mittelkonsole integriert wurde. Der Fahrer verfügt über ein breites, volldigitales Kombi-Instrument und ein Lenkrad mit flachem Boden. Der Zugang zu den Rücksitzen dürfte angesichts der breiten Flügeltüren und des Fehlens der B-Säule ein Kinderspiel sein. Der Alpha 5 ist 4,99 Meter lang, 2,4 Meter breit und mit geschlossenen Flügeltüren 1,37 Meter hoch. Somit ist er deutlich größer als sein Vorgänger. DeLorean hält sich mit Details zum Antriebsstrang noch sehr zurück. Zum Glück gibt es aber keinen untermotorisierten V6 Benzinmotor von Peugeot, Renault, Volvo mehr, sondern einen nicht näher spezifizierten Elektroantrieb. Der Alpha 5 soll aber in 3,4 Sekunden auf 60 Meilen bzw. 96 Kilometer in der Stunde beschleunigen und eine elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 150 Meilen bzw. 241 km/h erreichen. Die Batterie hat eine Kapazität von mehr als 100 Kilowattstunden, was einer EPA-Reichweite, die übrigens deutlich realistischer als die des WLTP-Zyklus ist, von mehr als 438 Kilometer entsprechen könnte. All diese Angaben beziehen sich allerdings auf das Basis-Performance-Modell, was darauf hindeutet, dass noch schärfere Versionen auf dem Weg sind. Was wir auch wissen, ist, dass das Elektro-Coupé einen bemerkenswert niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,23 hat. Das ist nicht der beste Wert in der Branche, denn Mercedes hat mit dem EQS einen CW-Wert von 0,2 erreicht. DeLorean gibt an, die Produktion nach Italien ausgelagert zu haben, während der Antriebsstrang von einem Lieferanten aus dem Vereinigten Königreich geliefert wird. Preise zum Alpha 5 werden noch keine genannt. Vermutlich werden sich diese jenseits von 150.000 € bewegen. Es handelt sich aber um ein Flaggschiffmodell, das der Automarke Prestige verleihen soll. DeLorean hat in der Zukunft allerdings noch einiges vor. Es kommt nämlich der Alpha 5 auch noch mit V8-Motor. Außerdem ist noch eine elektrische viertürige Limousine und ein Wasserstoff-SUV geplant. Das ist mal ein gelungenes Revival von einem der bekanntesten Filmautos aller Zeiten. Wie gefällt er euch? Denkt ihr, dass er es diesmal länger schaffen wird oder verschwindet der neue DeLorean direkt wieder in der Versenkung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst auch nicht ein Abo und einen Daumen nach oben dazulassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.